Mahlzeit, mein Name ist Balfen und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Reaction. Wir schauen uns heute Azlan an, oder Azlan. Da bin ich nicht ganz so fit, denn die Band kommt aus Mexiko, deswegen bin ich nicht genau sicher, wie sie ausgesprochen wird. Und die Jungs haben mich angeschrieben, ob ich nicht Lust hätte, mal ein Video von denen zu reacten. Und da habe ich gesagt, natürlich mache ich. Das heißt, wenn auch ihr eine Band habt, selber, oder kennt eine Band, gerne auch eine kleine mit wenigen Abonnenten, schlagt sie mir einfach vor unten in den Kommentaren oder schreibt mich unter balfomor@gmail.com an und dann schaue ich mir vielleicht auch demnächst euer Video an. Habt ein bisschen Geduld, meine Liste ist schon mittlerweile relativ lang, aber ihr wisst ja, mittlerweile habe ich mich hier fast schon spezialisiert auf viele kleine und neue Bands reacten. Und zwischendurch gibt es natürlich auch ein paar bekannte und Fame-Videos. Aber was mir am meisten Spaß macht, sind echt so diese kleinen, neuen, unbekannten Bands zu entdecken. Das macht mir halt richtig viel Spaß. So, genug der Vorworte. Ich möchte jetzt einmal den Musikstil von Azlan beschreiben. Und da lese ich jetzt einmal kurz ab, der beschreibt sich nämlich wie folgt. Es ist eine mexikanische Folk-Death-Metal-Band, die den typischen Sound von den Mariachi-Akustikgitarren zusammen mit altspanischen Trommeln und Instrumenten aus Mexiko mixt. Das Ganze wird dann quasi zu einem Death-Metal, der gesellschaftskritische Texte beinhaltet. Also, das ist, denke ich mal, eine sehr, sehr bunte Mischung. Ich bin tatsächlich mal gespannt, wie sich das musikalisch darstellt. Und wie immer wünsche ich euch und mir jetzt viel Spaß mit Azlan und Son de Muerte. Ja, noch kommt noch nichts, ist noch das Intro. Also bisher hört sich das etwas wild und etwas sehr zusammengewürfelt an. Ich bin immer mal gespannt. Ich denke mal, da kommt gleich noch ein bisschen Melodie rein. Auf jeden Fall visuell und akustisch erstmal ein wildes Durcheinander. Ich bin gespannt. Merkt langsam wird der Aufbau. Mega spannend. Also das Lied geht auch über 7 Minuten. Das ist ja fast schon kinoreif, sage ich mal, die Länge. Wir schauen mal weiter. Ich bin immer tatsächlich,
Aber ja, mir bleiben die Worte ein bisschen weg. Ich bin immer noch ein bisschen geflasht von den Eindrücken, sowohl musikalisch als auch visuell. Das ist echt ein wilder Mix. Ich glaube, so ein Lied muss man mindestens 2 oder 3 Mal hören, um ein bisschen reinzukommen. Denn für mich sind tatsächlich die mexikanischen Instrumente ein bisschen fremd. Dann eben auch die mexikanischen Sachen gemixt mit dem Death Metal. Also das ist halt für mich ein ganz neuer Mix. Da muss ich mich erstmal ein bisschen drin einhören. Aber ja, ihr merkt an meiner Reaktion, ne? Es ist schon spannend. Ich denke, es ist auch nicht jedermanns Sache, die Musik. Das sei mal dahingestellt. Ich denke mir, entweder ist man dafür oder es ist nicht so seins. Ich glaube, so irgendwo was in der Mitte gibt's, glaube ich, nicht so stark. Also ich denke, die Musik wird auf jeden Fall seine Liebhaber haben. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Son del fuego, luchando por libertad. Son de muerte, son del miedo, luchando por justicia. Son de muerte, son del fuego, luchando por libertad. Son de muerte, son del miedo, luchando por justicia. Revolucionarios somos, una idea inmortal que trasciende en el tiempo por nuestro ideal. Enfrentando las barreras en una guerra infinita. Nuestra tierra en la esperanza, peleando por la verdad. La muerte es nuestra aliada en esta tierra ancestral. La esperanza es nuestra gente en una tierra bendita. Son del fuego, luchando por libertad. Son de muerte, son de miedo, luchando por justicia. Son de muerte, son del fuego, luchando por libertad. Son de muerte, son del miedo, luchando por justicia. Ich muss mal kurz pausieren. Den Part jetzt finde ich viel besser als am Anfang. Also vielleicht musste ich mich auch erst ein bisschen reinhören. Am Anfang mit der Flöte und allem drum dran, das war mir ein bisschen viel. Vielleicht, weil ich es nicht gewöhnt bin, diesen Mix. Jetzt dieses mit der Ukulele, ich glaube, es ist eine Ukulele. Und mit den Death Metal Tönen, finde ich, harmoniert ein bisschen besser. Ganz spannendes Projekt, also ganz spannende Band. Jetzt ins Reale.
Gesichtsbemalungen. Ja, das war Aslan. Ich glaube, man lasst das auch direkt hier als Hintergrundbild. Ja, wo soll ich anfangen? Ich bin noch ein bisschen geflasht von den musikalischen und optischen Eindrücken. Was ich ganz fest glaube, dass es keine Mainstream-Musik ist. Und ich glaube, das wollen die Jungs auch gar nicht. Und bei ein paar Sachen, ich versuche immer, was heißt ich versuche? Ich bin ja immer relativ ehrlich. Das heißt, wenn mir Sachen nicht so gut gefallen, erwähne ich das halt. Deswegen seid mir deswegen nicht böse. Das ist einfach meine persönliche Meinung. Aber vielleicht ist das ja trotzdem genau, ihr habt eine andere Meinung und für euch ist das genauso richtig und gut. Deswegen. Also für mich ist die Musikart, muss ich tatsächlich sagen, jetzt nicht so mein Haupt. Also, hat mich jetzt nicht so angesprochen. Ich finde, ein paar Elemente sind richtig cool. Das heißt zum Beispiel gerade zum Schluss hinterher, die traditionellen mexikanischen Sachen finde ich ganz gut. Manchmal fand ich den Mix ein bisschen wild mit den traditionellen Sachen und mit den Death Metal Sachen. Mit der Ukulele zwischendurch fand ich zum Beispiel wiederum passend, diesen Mix. Und am Anfang und jetzt gerade nach der Ukulele war auch nochmal so ein Part mit der Akustikgitarre, wo die Akustikgitarre zusammen mit Metal war. Das hat irgendwie nicht harmonisiert. Für mich hat es sich da leider angehört, als hätte man so zwei verschiedene Lieder gespielt. Soll aber jetzt nicht böse gemeint sein. Es ist einfach nur das, was mein Eindruck ist. Wie gesagt, vielleicht ist die Band genau das Richtige für euch. Dann klickt auf jeden Fall unten auf den Link und unterstützt die Bands, lasst ihnen ein View da, lasst ihnen gerne ein Abo da, bestellt schöne Grüße von mir. Aber ja, wie gesagt, meins war es jetzt nicht so. Vielleicht muss ich mich auch erst ein bisschen an diese Klänge noch gewöhnen. Ich kenne ja bisher auch die ein oder andere mexikanische andere Band, die allerdings mehr, ich sag mal, den europäisch oder nordamerikanisch geprägten Rock, New Metal etc. diesen Pfaden folgt. Das heißt, mit der traditionellen mexikanischen Musik habe ich bis jetzt noch nicht so viele Berührungspunkte gehabt. So. Ja, wie gesagt, das sind Aslan. Hat mich gefreut, dass ihr mich angeschrieben habt. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse wegen den paar Kritikpunkten. Aber ich habe mir vorgenommen, hier relativ ehrlich zu sein und nicht bei jedem Song amazing, wow und was weiß ich nicht, wie crazy und awesome einfach blind rauszurufen, sondern ich gebe halt kleinen Bands die Chance, sich vorzustellen. Allerdings sage ich auch, wenn mir irgendwas nicht so gut gefällt. Und das Lied war für mich durchwachsen und damit möchte ich es jetzt einfach beruhen lassen und den Rest könnt ihr ja alle selber entscheiden, ne? Ihr wisst, wo ihr die Band findet, wenn sie euch gefällt, dann unterstützt sie. Die sind noch relativ klein und ja, ich drücke euch alles Gute, Aslan. Ich hoffe, dass ich euren Namen nicht zu oft und zu falsch ausgesprochen habe. Ich bin auf jeden Fall jetzt raus. Bis dahin, euer Balvemore. Ciao.